Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 6. und auch letzte Episode unseres Abenteuers Mediterranes Leben. Wir kehren final zu unserer Stadt Lixus zurück und wir schauen mal, was uns dort in dieser finalen Episode erwartet. Das Mittelmeer hat vieles zu bieten, aber es ist nicht Atlantis. Unsere Bemühungen, Ägypten zu zivilisieren, machen gute Fortschritte. Die Ägypter passen sich langsam unserer Lebensweise an. Die Phönizier machen keinen Ärger mehr, seit Karthago seine Lektion erhalten hat. Der Handel floriert. Aber diese Griechen, wie sich herausstellte, sind sie noch primitiver, als wir zuerst dachten. Sie ignorieren nach wie vor unsere Bemühungen, ihnen die atlantische Lebensart schmackhaft zu machen. Begreifen Sie denn nicht, dass Ihr Leben nur einfacher wird, wenn Sie unsere Sitten und Bräuche übernehmen? Wirklich jammerschade um die Griechen. Sie sind nicht nur primitiv, sondern obendrein auch nicht eben die hellsten. Und dann erst diese grässlichen Zentauren. Sie haben jedoch beschlossen, uns in Ruhe zu lassen. Atlas sei Dank. Lixus blüht und gedeiht. Der Warenstrom von und nach Atlantis ist ungebrochen. Dennoch liegt ein Gefühl des Unheils in der Luft. Viele Händler, die in letzter Zeit hier eintrafen, sehen ein wenig verhärmt aus und einige berichten, dass sich im Osten eine Seuche ausbreitet. Die Krankheit hat die Bevölkerung zahlreicher Städte dezimiert. In einigen Städten funktioniert nur noch das Nötigste. Sie können kaum genügend Nahrungsmittel für ihre Bewohner aufbringen. Es kommt nicht gerade überraschend, dass Krankheiten ausbrechen, wenn man speziell an die unzulänglichen hygienischen Bedingungen denkt, unter denen manche Leute dort leben. Doch darum wollen wir uns kümmern, wenn es soweit ist. Bis dahin müssen wir uns um die Bedürfnisse von Lixus kümmern. Wohlstand und Produktivität müssen erhalten werden, wenn wir Atlantis weiterhin versorgen wollen. Die letzte Episode dieses Abenteuers trägt den unheilvollen Titel Seuche. Mittlerweile haben die Atlantiden den Völkern am Mittelmeer ihren Lebensstil, ihre Kultur und auch ihr Wissen weitergegeben. Außer die Griechen, die sich bis jetzt immer noch dagegen wehren. Trotz alledem floriert der Handel und alles steht eigentlich zum Besten, wenn nicht im Osten eine Seuche aufkommt, die sich allmählich über den gesamten Mittelmeerraum ausbreitet. Trotz dieser Gefahr müssen wir dafür sorgen, dass Lixus weiterhin blüht und gedeiht. Ja, und unsere Ziele? Wir müssen in unserer Stadt eine große Pyramide errichten und eine Bevölkerung von mindestens 4000 Einwohnern aufweisen. Ja, und wir müssen einen Jahresgewinn von 7500 Drachmen erwirtschaften. Gut, dann kehren wir auch mal direkt nach Lixus zurück. Ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung, weil wir in der letzten Episode unsere Kolonie Syrakuse gegründet haben. Gut, wir gehen nochmal in den Pausenmodus, verschaffen uns einen kurzen Überblick. Hier ist unser erstes Wohngebiet der Arbeiter mit dem Stadtpalast. Ja, und wir haben 2 Heiligtümer. Das Heiligtum von Atlas und das Heiligtum für Ares. Ja, und in der letzten Episode, wo wir in Lixus waren, haben wir das zweite Wohngebiet der Arbeiter hier aufgebaut. Ja, Lixus hat ein sehr schönes kleines Hippodrom, welches wir bauen mussten, weil wir den Helden Herkules in der ersten Episode gerufen haben. Ja, und hier haben wir das Wohngebiet der gehobenen Wohnung, denn nicht nur Herkules musste gerufen werden, sondern auch Odysseus. Ja, und dieses Wohngebiet lassen wir jetzt weiterentwickeln, indem wir Streitwagen den Bürgern zur Verfügung stellen. Wir produzieren Marmor und Wolle und exportieren dieses auch. Ja, und unsere Bürger ernähren wir mit Karotten. Gut, dann können wir den Pausenmodus aufheben. Ja, ich würde sagen, wir gucken mal eben kurz, ob sich hier bei den Bauoptionen was geändert hat. Also ich glaube jetzt nicht. Bei Landwirtschaft haben wir weiter nur die Karottenfarm und die Wollsammelstelle. Bei Gewerbe weiterhin nur die Steinmetzwerkstatt und das Bildhaueratelier bei den Werkstätten. So, hier hat sich auch nichts geändert. Nein, wir könnten noch die Zitadelle des Poseidons und den Garten der Demeter bauen. Allerdings haben wir keinen Platz,
weil das ist eine Besonderheit, dass das Baugebiet hier in Lixos doch eher gering ist. Militär, ja, wir können unsere Stadt noch befestigen und wir können alle Militärwerkstätten bauen. Ja, bei Ästhetik haben wir unsere Denkmäler, jede Menge und auch die kleine Statue des Atlas. Oh, das müssen wir noch bauen. Ja, und bei der Poseidon-Pyramide haben wir die große Pyramide, die wir errichten Was müssen. könnte besser sein, als ein gut genährtes Volk zu haben? Ja, Demeter, da hast du vollkommen recht. Allerdings, unser Volk ist gut ernährt. So, wir haben gerade schon eine Mitteilung bekommen. Der Jahresgewinn ist schon erreicht worden. Super. Beginnen wir mit dem Bau unserer großen Pyramide. Ja, wo bauen wir die jetzt hin? Wir könnten sie hier hinbauen. Da ist aber, glaube ich, der Architekt im Weg, oder? Schauen wir mal eben. Nö, doch nicht. Okay, ja, wir könnten sie tatsächlich hier hinbauen. Oder wir bauen den Architekten noch woanders hin. Könnten wir eigentlich, ne? Wir könnten den Architekten doch hier hinbauen, oder? Ja. Das ist besser, dann können wir den hier wegnehmen. Dann machen wir das so. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Die Sperre nehmen wir hier weg. Noch schnell hier die Allee bauen. So, ja. Dann haben wir nämlich jetzt hier ein schönes Baufeld für unsere Pyramide. Ja, das sieht doch gut aus. So. Gut, dann können wir das nämlich hier auch schließen. Ach, das sieht doch gut aus. So, na komm, dann können wir hier diese beiden Sperren bauen. Dann wird der Architekt nur diese beiden Piere hier kontrollieren. Oder reicht das? Er müsste eigentlich auch das hier noch kontrollieren, oder? Wir machen das anders. Diese beiden Sperren kommen hier weg. Dann baue ich hier eine Sperre hin. Dann sollte das eigentlich passen. Und hier eine Sperre. So. Was brauchen wir? Wir brauchen für unsere große Pyramide 71 Marmorplatten, 103 Platten schwarzen Marmor, 16 Ladungen Holz und 31 Ladungen Orikal. Okay, gut. Wir müssen schwarzen Marmor einkaufen. Da wird gerade schon welcher geliefert. Ja, und wir kriegen auch schon die Mitteilung, dass Memphis dahin welkt. Oh, großes Oberhaupt Dominus, in Memphis ist Chaos ausgebrochen. Die Stadt wurde isoliert und vom Rest der Welt abgeschnitten. Alle Beziehungen, die sie eventuell zu dieser Stadt hatten, werden abgebrochen. Ja, ein Zufriedenheitsdenkmal, das ist nett. Ja, jetzt fängt es an, die Seuche grasiert und ein Handelspartner nach dem anderen wird uns jetzt allmählich verloren gehen. Da sehen wir schon, Memphis handelt nicht mehr mit uns. Wir sollten jetzt Folgendes machen. Wir sollten die Kapazitäten unserer Importe etwas erhöhen. Wir haben ja hier das Olivenöl in diesem Warenlager auf 12 stehen. Das machen wir jetzt mal auf 20. Das gleiche machen wir für Wein. Da werden wir auch jetzt mal das auf 20 stellen. Oder auf 12 auf jeden Fall. Ja. Weizen werden wir auch nochmal erhöhen etwas. Dann können wir da nämlich jetzt mehr importieren noch. So, auch hier bei Atlantis werden wir den Import mal ein bisschen erhöhen auf 8, weil unsere Stadtkasse ist mehr als üppig. Dann gucken wir mal eben nach dem Handelsposten von Memphis. Hatten wir den? Ja, hier. Dann können wir jetzt den Verkauf von Wolle natürlich ausschalten. Okay, wir müssen aber schwarzen Marmor einkaufen. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Ja, bevor wir das tun, hilft uns Atlas. Das ist natürlich jetzt super. Wir kaufen bei Atlantis aber auch das Orikal jetzt ein.
6 Einheiten. So, dieses Warenlager, wo wir Rüstung einlagern, kann jetzt Orikal auch annehmen. Das ist auch relativ nah an unserer Baustelle. Ja, hier bei unserem Wohngebiet, der gehobenen Wohnung, sieht eigentlich alles gut aus, außer diese beiden Wohnsitze, die sich nicht weiterentwickeln wollen. Da ist die Attraktivität nicht gut genug. Aber das können wir natürlich mit einem Denkmal verändern. Zack, haben sie sich weiterentwickelt. Das gleiche machen wir natürlich hier auch. Oh, da können wir das nur so bauen. Ja, auch in Türe herrscht ein wirtschaftlicher Niedergang. Okay, aber wir können noch Handel betreiben, glaube ich, oder? So, erstmal hier das Denkmal noch setzen. Wir schauen mal eben. Ja, Türe handelt noch. Gut, wir sollten definitiv eben das Holz mal fordern. Wenn nämlich Türe nicht mehr mit uns handelt, haben wir kein Holz mehr. So, wir kaufen auch noch mal ein bisschen mehr Holz ein. So, und dieses Warenlager, wo wir schon das Orikal einlagern, nimmt auch jetzt Holz an. Gut. Der Arbeitsmarkt. Ach du grüne Neune, wir haben jede Menge Arbeitslose. Aber wir können hier unsere Kriegsfregatten mal entsprechend wieder in Betrieb nehmen. Dann sieht das mir etwas anders aus. Aber wir müssen ja irgendwie noch 4000 Einwohner bekommen. So, Jahresanfang. Wir kriegen wieder unsere Tribute von Saqqara und auch die anderen. Und wir kriegen natürlich noch Geld. Wunderbar. So, dieses Wohngebiet müssen wir weiterentwickeln. Allerdings habe ich festgestellt, ich könnte noch ein bisschen weiter hier rüber. Ich befürchte nämlich, dass dieses Wohngebiet jetzt zu klein ist. Ja, das will ich mal eben überprüfen hier. Ja, ich weiß. So. Dann so. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier die Bibliothek noch hinkriegen. Da passt sie noch hin, da nicht mehr. Ja, dann bauen wir sie. Wir könnten sie natürlich auch hier hinbauen. So. Dann können wir jetzt den Rest noch entsprechend mit Parzellen füllen. Das geht, ja. Hier geht es auch. Ja, da geht es nicht mehr, aber hier geht es. Hier geht es dann nicht mehr. Okay. Ja, haben wir doch noch ein paar Parzellen hier untergekriegt. Das finde ich gut. Hier müssen wir noch Verschönerungen machen. Bänke. So, dieses Silo hat keine Nahrungsmittel mehr. Das sieht nicht gut aus. Wie sieht es überhaupt aus? Genug für alle. Okay. So, wir kriegen nochmal 12 Holzbretter. Das ist sehr gut. Wir brauchen 16 Holzbretter. Oder dann brauchen wir ja nicht mehr viel. Dann können wir den Einkauf hier auch stoppen. Da sind jetzt 8 drinnen. Dann haben wir mehr als genug. Super. Ja, ich habe natürlich verkehrt gebaut hier. Was habe ich vergessen? Natürlich brauchen wir hier die Bibliothek. Nämlich hier, weil wir müssen ja hier das Labor bauen. Das habe ich ganz vergessen. Das bauen wir mal direkt. Passt das hier rein? Ah, schade. Das passt da gar nicht so rein. Wie doof. Nehme ich das jetzt hier weg. Dann kann das Labor hier hin. So, ja. Und dann müssen wir die Straße hier noch versetzen.
Welcher andere Gott kann schon einen Kraken anbieten? Gut, dann hoffe ich mal, dass wir jetzt hier mit dieser Erweiterung dieses Wohngebietes auch die 4000 Einwohner erreichen. So, unsere Möhren werden gerade geerntet. Das ist sehr gut. Da sind sie auf dem Weg zu diesem Silo. Oh, Gott sei Dank. Gut, da sehen wir noch einige Karrenschieber mit Möhren. Das dauert noch ein bisschen. So, oh, gut. Nahrungsmittel sind jetzt wieder in der Agora angekommen. Das war aber wirklich knapp gewesen hier. So, ich brauche schwarzen Marmor. Habe ich eben schon gesagt, dass ich den eigentlich ja einkaufen muss. Ja, Mestonia verkauft den schwarzen Marmor. Dann werden wir das mal direkt entsprechend einstellen. Ach, nur 12 im Jahr. Das ist aber wenig. So, das Lohnniveau ist auf hoch. Wir brauchen noch Mitarbeiter. Aber hier entwickelt sich das Wohngebiet schon weiter. Das ist gut. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Na, Atlas, danke. Wir haben halt keinen schwarzen Marmor und wieder hilft uns Atlas. Sehr schön. Ja, dieses Wohngebiet entwickelt sich prächtig. So, Orikal haben wir auch schon hier im Warenlager und auch Waffen. Wenn wir nachher genug Waffen haben, können wir entsprechend den Bronzeimport stoppen. Ja, und nun welkt Theben dahin. Wie schrecklich. Auch mit dieser Stadt können wir keinen Handel mehr betreiben. So, wo haben wir Theben? Hatten wir überhaupt ein Pier von Theben? Wir haben Syrakuse, unsere Kolonie. Da habe ich noch gar nicht nachgeschaut, was wir mit denen überhaupt handeln können. Und Knossos haben wir auch. Unsere Kolonie kauft Marmor und verkauft uns Holz, Bronze und Olivenöl. Ah, sehr gut. Und wir kriegen Olivenöl auch als Tribut. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Das Pier von Memphis können wir wegnehmen. Syrakuse. Na komm. Wieder drehen. Ah. Nee, so nicht. Ganz schön zickig hier. Jetzt auf einmal geht es nicht mehr. Na bitte. So, Marmor verkaufen wir. So, und hier können wir auch Olivenöl einkaufen. Brauchen wir aber jetzt nicht. Bronze und Holz brauchen wir im Moment auch nicht. Das passt ganz gut. So, Knossos kauft Skulpturen. Und verkauft uns Fisch und Holz. Ja, da werden wir jetzt Folgendes machen. Wie ich eben schon gesagt habe, wenn wir keine Waffen mehr brauchen, können wir ja Skulpturen herstellen und diese dann verkaufen. Momentan müssen wir aber noch hier Waffen zur Verfügung stellen. Hier dieses Warenlager holt ja Rüstungen und unser Waffenhändler ist auch im Moment noch ohne Waffen. Dann warten wir noch ein bisschen mit den Skulpturen. Oh nein, jetzt welkt Saqqara dahin. Oh, das ist unsere Kolonie und da haben wir den Weizen immer eingekauft. Aber wir haben noch etwas Weizen hier im Warenlager. Denn auch mit Saqqara können wir nicht mehr handeln. Das ist komplett verschwunden hier. Oh je. So, der Marmorkern unserer großen Pyramide ist schon fertiggestellt. Jetzt geht es mit der Verschalung weiter.
So, Arbeitsmarkt sieht wieder gut aus. Wir können das Lohnniveau jetzt mal auf normal stellen. Dann brauchen wir Mitarbeiter, allerdings nur 8. Das sollte kein Problem sein. Wir können jetzt mal unsere Stadt weiter mal verschönern. Wir haben noch jede Menge Denkmäler. Naja, jede Menge ist gut. Wir haben eigentlich nur noch 1 und wir haben die kleine Statue des Atlas. Wo bauen wir die denn hin? Folgende Idee. Wir reißen diesen Architekten ab, bauen ihn hier hin und zwar auf beiden Seiten. Und dann können wir doch die kleine Statue des Atlas hier aufbauen. Das ist doch putzig, oder? So, wohin soll er denn gucken? Drehen wir ihn mal. Dann guckt er mal nach da, oder? Ey, warum hat er sich denn jetzt gedreht? Egal. So, dieses Silo ist schon wieder fast leer. Wir haben erst November. Und dieses hier auch. Dafür ist hier jede Menge drinnen. Okay, da brauchen nur 8 oder 9 eingelagert werden. Weizen nehmen wir jetzt nicht mehr an. Na gut, sagen wir mal 10. So. Wir könnten auch noch ein bisschen Fisch importieren. Aber wir können auch noch ein paar Karottenfarmen bauen. Ne? Ich werde jetzt erstmal ein bisschen Fisch importieren oder Fleisch. Was ist eigentlich billiger? Das würde mich jetzt mal interessieren. Also Fleisch kostet 45 und Fisch kostet 36. Okay. Dann würde ich einen Fisch importieren. Wer verkauft den Fisch bei uns hier? Ach ja, Thebes brauchen wir auch nicht mehr. Und da haben wir ja die Bronze eingekauft. Okay, die Bronze können wir jetzt hier einkaufen bei Karthage. So, dann reißen wir ja das hier ab. Und hier könnte jetzt das Pier von Knossos hin. Oh. Hallo? So. Und hier können wir den Fisch einkaufen. 12. Und dann kann dieses Silo hier Fisch holen. So. Ja, aber ich glaube, wenn wir dieses Wohngebiet jetzt hier weiterentwickeln... Oh, Knossos verkauft weniger Holz. Oh, das ist nicht schön. Aber das ist auch egal, weil wir brauchen kein Holz mehr einzukaufen. Da haben wir genug für unsere große Pyramide. Und wir haben wieder unsere Tribute. Wie? Wir können die nicht annehmen. Warum nicht? Ja klar, weil dieses Warenlager natürlich keine Bronze annimmt. Oh, wie ärgerlich. Ja komm, dann bauen wir jetzt hier noch eins. Nö, wir bauen das glaube ich hier hin, oder? Welcher andere Gott kann schon einen Kraken anbieten? So, und dann nehmen wir jetzt hier die Bronze an. So, dann können wir jetzt in diesem Wohngebiet auch den Ölhändler aufbauen. Ja, und Holz müssen wir trotzdem weiter einkaufen, stelle ich gerade fest, weil wir haben ja hier unsere Wagenfabrik. Dann brauche ich doch noch ein bisschen Holz hier. So, das können wir einstellen. Auch Regal muss auch nicht so viel hier rein. Ja, und die Rüstungen auch, aber die wandern ja direkt in unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung. Okay. So, und ich sehe, wir haben ja noch 2 Skulpturen hier, die wir damals ja gefordert haben. Und als wir das Heiligtum für Ares gebaut haben, hat uns
Atlas so geholfen, dass wir diese Skulpturen gar nicht brauchten. Jetzt können wir sie verkaufen. Ja, auf der Agora von unserem Wohngebiet der gehobenen Wohnung hat jetzt der Waffenhändler entsprechend Waffen. Und der Hausierer geht ja jetzt hier entlang und er hat weiterhin Waffen oder Rüstungen im Angebot. Das heißt, alle Wohnungen der gehobenen Wohnung sind jetzt mit Waffen versorgt. Oh, nee, doch nicht. Da sind sie gerade schon wieder weg. Okay, dann alles nochmal zurück. Hier werden weiterhin noch Waffen benötigt. Wollte ich doch schon mit meinen Skulpturen anfangen, ne? Syrakuse verkauft weniger Olivenöl. Na gut. Ja, Olivenöl haben wir jetzt mehr als genug, aber wir lassen das mal so. Wer weiß, was noch alles passiert. Ich glaube, der letzte Handelsposten, den wir haben, ist von Gades. Interessiert uns Gades? Gades kauft schwarzen Marmor und Wein und verkauft Wolle. Ja, das ist für uns total uninteressant. Ja, super. Dieses Wohngebiet hat sich auch hier fast maximal entwickelt. Das lassen wir jetzt erstmal noch so. Gucken wir mal. Und wir haben die 4000 Einwohner ja schon längst erreicht. Das Ziel haben wir auch. Ja, da müssen wir jetzt nur noch unsere große Pyramide fertigstellen. Oh nein, die nächste Stadt, die der Seuche zum Opfer gefallen ist, Sidon welkt dahin. So, dann bauen wir hier so Parkanlagen drumherum. Das ist doch auch nett, oder? Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Oh, das ist nett. Danke, Atlas. So, jetzt brauchen wir aber für unser Wohngebiet der gehobenen Wohnung keine Rüstungen mehr. Ich werde jetzt Folgendes machen. Wir werden jetzt hier entsprechend... Oh Gott, haben wir viele Arbeitslose. Ja, ich wollte eigentlich das Gewerbe ausschalten für die Waffenschmieden. Ja, das mache ich auch. Und baue jetzt die Bildhauerateliers. 3 Stück. Wir werden noch hier diese eine Fregatte entsprechend aktivieren. Bauen noch ein paar Wollsammelstellen, obwohl wir sie gar nicht brauchen. Aber ich muss jetzt irgendwie noch mal hier ein paar Arbeitsstätten zur Verfügung stellen. Ja, und die nächste Stadt, die dahin welkt, Tyre. Das habe ich befürchtet. Aber das Holz können wir ja Gott sei Dank woanders kaufen. So, noch ein paar Schafe. Und noch ein paar Karottenfarmen. So, ja komm, bauen wir noch eine Kunsthandwerkergilde. Kann hier noch hin. So, und da wird auch schon der Marmor zu unserer großen Pyramide gebracht. So, Türe handelt nicht mehr, aber wir lassen das jetzt so. Bronze kaufen wir ja hier ein, das geht. Ja, und unser Hippodrom könnten wir eigentlich auch noch ein bisschen verschönern. Da habe ich folgende Idee. So, dann können wir nämlich hier noch eine Säulenreihe bauen.
Das ist doch auch schön. Dann kommen hier nochmal Obelisken hin. Aber kleine. Ja, das finde ich ganz schön. So, wie viel Aurikal brauchen wir noch? 18 Ladungen Aurikal. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen was. So, unsere Bildhauerateliers sind schon alle am Arbeiten. Arbeitsmarkt sieht in Ordnung aus. So, Sakara handelt ja auch nicht mehr. Da brauchen wir auch keine Wolle mehr einzulagern. Das kann ja alles ausgeschaltet werden. So, auch im Wohngebiet der gehobenen Wohnung können wir die letzten Verschönerungen durchführen. Haben wir nur noch eins, oder? Ne, wir haben zwei, aber da passt kein Denkmal mehr hin. Welcher andere Gott kann schon einen Kraken anbieten? Ja, bauen wir sie hier hin. So. So, hier können auch noch Parkanlagen hin. Ja. Oh, das passt auch ganz gut. So, hier können wir auch noch mal Parkanlagen bauen. So, ja, Syrakusa haben wir noch, die uns Tribut zahlt. Und Karthage. Alle anderen sind dahin gewelkt. Schaut euch das an hier. Ja, von Osten her greift die Seuche immer weiter um sich. Mal gucken, wer als nächstes hier nicht mehr mit uns handeln kann. Aber ich hoffe, dass wir bis dahin hier unsere große Pyramide fertiggestellt haben. Weil dann haben wir diese Episode geschafft. Ja, auch das Heiligtum des Ares kann noch ein bisschen verschönert werden. Oh, eine Karottenfarm ist eingestürzt. Oh, da habe ich vergessen, hier einen Architekten zu bauen. Ne? Jawohl, die andere ist auch schon eingestürzt. Okay. Das können wir aber ganz schnell entsprechend wieder aufbauen. Leider ist unsere Ernte aber kaputt gegangen dadurch. Oder verloren gegangen. Syrakuse wird angegriffen. Oh, wie frech. Okay, dann jetzt losschicken. Alles anwerben. Na, ich denke mir mal, die brauchen wir jetzt nicht. Wir haben auch noch die Spartaner. Das sollte eigentlich reichen. Losschicken. Und wir haben auch noch unsere Kriegsfregatten. Na, schicken wir mal los. So, an eurer Pyramide wird weitergearbeitet. Da kommen jetzt die nächsten Ladungen Marmor. Das bauen wir auch ein bisschen anders hier. So. Ja. So, Sidon handelt nicht mehr. Können wir auch den Export von Marmor einstellen. So, wie viel schwarze Marmor brauchen wir jetzt noch? 4 Platten. Na, dann können wir den Einkauf von schwarzem Marmor auch wieder mal stoppen. Haben wir auch mehr als genug. Tja, jetzt müssen wir tatsächlich nur noch unsere Pyramide zu Ende bauen. Apoll straft Knossos. Was ist das denn?
Ich kann mein Glück nicht fassen, Dominus. Ich, Dexos von Knossos, habe die Aufmerksamkeit von Apoll erregt und er ist mit mir nicht gerade zufrieden. Er hat einen Erdrutsch verursacht, der einen Großteil meiner Stadt zerstört hat. Ich werde mit ihnen keinen Handel treiben können, solange wir unsere zerstörte Stadt wieder aufbauen. Oh. Na gut. Knossos handelt nicht mehr mit uns, muss seine Stadt erstmal wieder aufbauen. Gut, bauen wir unsere Pyramide weiter. Es wird tatsächlich. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. So, dann kann es jetzt weitergehen, Gott sei Dank. Auch Knossos welkt dahin. Atlantis braucht Olivenöl, 10 Krüge. Okay, das können wir verschicken. Ja, dann brauchen wir aber jetzt Skulpturen ja auch nicht mehr einzulagern, oder? Naja, gut, komm. Wir werden jetzt mal den Einkauf von Bronze stoppen. Das lohnt sich ja jetzt nicht mehr. Ja, Atlantis schätzt uns mehr. So, was ist denn jetzt mit unseren Kriegern? Wir sollten doch Syrakuse helfen. Ah, die sind noch hier aktiv. Okay. So, Syrakuse schätzt uns mehr, da wir den Feind besiegt haben. Und das ist doch schon mal gut. So, und das sieht auch gut aus hier. Die zweite Etage unserer Pyramide ist fertiggestellt. Da kommt schon das Holz für die Transporterrutsche. So, und die siegreichen Krieger kehren zurück. Sehr schön. So, mittlerweile brauchen wir nur noch 19 Marmorplatten, 4 Platten schwarzem Marmor und 8 Ladungen Orica. Dann können wir den Einkauf hier mal stoppen. Jetzt welkt Karthage dahin. So, Karthage war wo? Hier, okay. Da machen wir gar nichts mehr, okay. Ja, aber wir sind ja jetzt gleich fertig mit dem Bau unserer Pyramide und dann haben wir diese Episode abgeschlossen, bevor es hier noch schlimmer wird mit der Seuche. So, wieder Jahresanfang. Wir nehmen wieder die Tribute an. Was heißt Tribute? Es gibt nur noch einen, nämlich Syrakuse. Ja, ich denke mir mal, wir werden gleich hier unsere große Pyramide fertig gebaut haben. Und bevor wir dann diese Episode beenden, werden wir obligatorisch uns nochmal unsere Stadt Lixos anschauen. Unsere Entwicklung begann hier mit dem Bau des ersten Wohngebietes und der Produktion unserer Exportgüter, nämlich Marmor und Wolle. Und ernähren konnten wir unsere Bevölkerung mit Karotten. Ja, wir mussten schon in der ersten Episode hier 2 Helden rufen, Herkules und Odysseus. Deswegen haben wir auch hier schon ein Hippodrom und ein Wohngebiet der gehobenen Wohnungen. Herkules sollte die Meerenge von Gibraltar erweitern, damit der Handel im Mittelmeerraum entsprechend durchgeführt werden konnte. Und Odysseus musste die Skylla erledigen.
Ja, wir haben dann hier das Heiligtum des Atlas errichtet und später auch das Heiligtum für Ares. Und haben dann natürlich auch noch das zweite Wohngebiet hier aufgebaut und entwickeln lassen. Hier an der Küste haben wir unsere ganzen Piere, unsere Kriegsfregatten, ja. Und hier haben wir auch noch entsprechend Waffen für unsere Kriegsfregatten und für das Wohngebiet der gehobenen Wohnung produziert. Das haben wir jetzt allerdings eingestellt. Dafür produzieren wir jetzt Skulpturen, die keiner mehr kauft, weil unsere Handelspartner einer nach dem anderen hier wegbrechen. Gut, der Marmorkern der 3. Etage wird, glaube ich, gerade fertiggestellt. Gut, und in der Stadt mangelt es an Nahrung. Das ist echt anstrengend. Allerdings haben wir April und es wird jetzt geerntet. Das sollte eigentlich nicht das Problem sein, denn wir produzieren eigentlich mehr als genug. So, da wird auch Rekal geliefert und auch Marmor. Ja, und bevor wir unsere Pyramide fertigstellen können, welkt auch Syrakuse dahin, unsere letzte Kolonie. Aber ich denke mir mal, lange wird es nicht mehr dauern hier mit unserer Pyramide. Ich würde gern bei diesem Bauvorhaben helfen. Oh, zum Schluss hilft uns Atlas nochmal. Na, wunderbar. Damit ist die große Pyramide fertiggestellt und wir schließen diese Episode und damit auch dieses Abenteuer erfolgreich ab. Die Seuche war viel schlimmer als erwartet und hat zahlreiche Städte des Mittelmeeres entvölkert. Dank Poseidon wurde Lixus weitgehend verschont, genau wie Atlantis. Der Handel in den Osten kommt langsam wieder in Gang, aber Waren aus dem Osten sind schwerer zu bekommen. Unsere Handelspartner im Osten behaupten, dass die Seuche einen Großteil der Bevölkerung ausgelöscht habe, wodurch sie nicht mehr so viel erzeugen könnten wie früher. Wären diese Menschen nur nicht so begriffsstutzig, dann könnten sie die Effizienz der Atlantiden meistern und hätten diese Probleme nicht. Seltsamerweise scheinen die Griechen diese Seuche vollkommen unbeschadet überstanden zu haben. Sie haben an die Barmherzigkeit des Apoll appelliert und dieses Weichei von einem Gott hatte offenbar Erbarmen mit ihnen. Vielleicht war es auch nur das Glück der Dummen, dass die Griechen von der Seuche verschont blieben. Das wäre typisch für sie. Freilich ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Atlantiden mit unserer überlegenen Kultur die Griechen auf Vordermann bringen. Sie können sich unserer Güte nicht ewig entziehen. Unsere Atlantiden sind sehr überzeugt von sich und auch, dass sie irgendwann die Griechen, die komischerweise von der Seuche verschont geblieben sind, doch irgendwie bekehren können. Gut, gucken wir mal, was man uns noch zum Schluss dieses Abenteuers zu sagen hat. Nun, da wir den Handel mit den Städten des Mittelmeeres wieder aufnehmen, haben wir besonders darauf geachtet, die hygienischen Bedingungen der Leute dort zu verbessern. Immerhin entspricht das der atlantischen Lebensart. Sie werden äußerst dankbar sein und die Warenlieferungen im Rahmen des Machbaren steigern. Man sieht mit Freuden, dass so viele Völker des Mittelmeeres die Prinzipien des atlantischen Rechts sehr schnell übernommen haben. Wenn da nur die Griechen nicht wären. Dieses störrische Volk hört einfach nicht auf die Stimme der Vernunft. Vielleicht ist ihm Vernunft aber auch nur fremd. Bislang hat sich uns noch nie jemand widersetzt. Daher können wir nicht verstehen, warum uns die Griechen jetzt so erbitterten Widerstand leisten. Nun denn, zum Glück lassen uns die Zentauren in Ruhe.
Sie bieten einen unschönen Anblick, und wenn schon die Griechen die Lebensart der Atlantiden nicht verstehen, müssen die halbtierischen Zentauren durch unsere Anwesenheit völlig verwirrt werden. Sie sind unserer Mühe nicht wert. Wie auch immer, das Projekt Mittelmeer ist ein voller Erfolg. Der größte Teil des Gebietes steht unter unserem Einfluss. Wir sind die Herren des Mittelmeeres. Große Worte, die hier gesprochen worden sind zum Abschluss des Abenteuers Mediterranes Leben. Ja, und das nächste Abenteuer, was uns erwartet, trägt den Titel Die Wiedergeburt von Atlantis. Was auch immer das bedeutet, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis zum nächsten Wiedersehen und Wiederhören wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.